Meine Damen und Herren, ich bin's wieder, der Ozan Kortschbey. Erstens, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel über Astrologie. Und das Thema von heute ist am 3. März, wo die Sonne im Fischsternzeichen ist, am 3. März, wird ein Mondfinsternis sein. Das heißt, wird einen ganz kurzen Augenblick der Mond stoppen gegen den Stern Sonne. Das heißt in der Astrologie Vollmondfinsternis. Und das wird in 12 Grad in Jungfrau sein. Und weil es ein Vollmond ist, ein totaler Vollmond ist, wird es sehr kräftig sein. Diesbezüglich müssen wir aufpassen, weil erstens, Jungfrau ist in Mathematik, hat in Mathematik einen Minuspunkt, weil er gegen Schützen ist, Erde. Zweitens, Mond hat auch in Mathematik einen Minuspunkt, weil er die Gefühle und unterbewusst steuert. Und der nächste. Mond wird ein entgegengesetzter Winkel gegen den Planet Venus und Merkur und Sonne machen. 180 Grad. Und weil Fisch auch ein Mathematik-Minuspunkt hat, wird es Minus gegen Minus sein. Das bedeutet, es wird sehr, sehr stark sein. Das müssen wir kontrollieren, unter Kontrolle nehmen. Weil Venus hat einen Pluspunkt. Die Sonne hat einen Pluspunkt. Der Merkur ist Zero, hat gar nichts, auch kein Plus, auch kein Minus. Alle 3 Planeten sind bei dem Minus-Sternzeichen Fisch. Und 180 Grad von oben, wenn Fisch unten ist, ist der Gegensternzeichen Jungfrau. Und beim 12 Grad ein voller Mondfinsternisgesetz, 12 Grad, wird es sehr stark sein. Nebenbei, das ist nur der erste Teil. Mond wird zu diesen 3 Planeten 180 Grad ein Push machen und gleichzeitig wird der Mond einen positiven Quadratwinkel zu dem Planet Uranus tun, den gleichen Push. Und da müssen wir nachvollziehen, wo der Planet Uranus ist. Der Uranus ist bei dem Sternzeichen Stier. Der Sternzeichen Stier bedeutet ein Minus bei Mathematik und ist dafür zuständig für eigene Werte. Und was macht Uranus? Uranus ist immer gegen die eigenen Werte und gegen was der Publikum als Routine im Leben nutzt. Mag das gar nicht. Uranus bedeutet Krise. Uranus bedeutet Krise. Und weil der Mond, auch wenn er einen positiven Quadrat macht, weil der Mond in Mathematik einen Minuspunkt hat und der Uranus hat einen Pluspunkt. Aber Uranus ist stärker als Mond, wird nur einen Push machen können zu Uranus.
Uranus ist Plus, kann sich mit dem Sternzeichen Stier mit Charakter nicht richtig gut verstehen. Und wenn er den Minus von dem Mond bekommt, wird er auch der Uranus wird zu Stier ein Push tun. Und dreifach doppelt wird das sein. Und Erde, Stier ist Erde. Warum ist es eigentlich Plus? Jungfrau ist Erde, Stier ist auch als Element Erde. Erde zu Erde ist immer Plus in Mathematik. Aber weil der Mond ein Minus ist und der Uranus ein Plus ist, stell dir vor, Erde ist Minus, Stier, Jungfrau ist Minus, Stier, Mond ist Minus, Mond, Erde, Jungfrau und Erde, Stier. 3 Minus kommt auf einen Plus. Aber die 3 Minus sind nicht so stark wie ein Uranus, wie dieser Plus. Deswegen beginnt dort ein Krieg zwischen 3 Minus, einem ganz starken Plus. Und dieser Minus von dem Mondverhältnis geht gegenseitig auch zu dem Stern Sonne. Und die Sonne ist auch stärker als Mond. Venus ist stärker als Mond, ein Plus. Merkur ist 0, auch kein Minus, auch kein Plus. Das macht am Ende nur wegen den Sternzeichen -1 in Mathematik. -1. Weil Uranus ein Push machen wird, mit dem dreifachen Minus gegen Plus, wird Uranus diese Aktion zu Stier weitergeben, zu den Werten. Jetzt das gerade in der Tasche, was ich erzählt habe. Nebenbei ist der Saturn die Grenzen von den Personen, Städten und Ländern. Der Saturn in Widder ist, wird er sich dagegen verteidigen. Wegen dem Mondverhältnis. Und dieser Krieg geht zu einer Verteidigungsmöglichkeit. Und normalerweise, wenn es an Sonnenverhältnis würde, dann würde es 6 Monate lang dauern. Weil Sonne ist in Mathematik einen Plus. Und die Sonnenverhältnisse dauern 6 Monate. Aber die Mondverhältnisse dauern am stärksten die ersten 15 Tage. Sehr stark, dunkle Energie. Erste 15 Tage bis zu den letzten 45 Tagen werden wir das sehen und fühlen. Es kann sein, dass unsere Gefühle durcheinander gehen werden. Aber da müssen wir aufpassen. Jungfrau heißt als erstes Manager, Führungskraft. Und der Mondverhältnis ist in Jungfrau. Der Merkur wird gleichzeitig rückwärts sein, automatisch auch in Retro gehen und in Minus eintauchen, weil er in Fisch ist. Die Kommunikation geht ganz leicht zum Missverständnisse. Und dieser Missverständnis wird bei jedem privaten Leben und Beziehungen ganz leicht zu einem Krieg, wegen ein Missverständnis. Jungfrau in Zodiac, die 6. Wohnung, Führungskraft. Fisch, 12. Wohnung,
Publikum. Führungskraft gegen Publikum wird es sein. Mit dem Uranus-Stier-Kampf gegen eigene Werte. Saturn in Widder, meine Grenzen, meine eigenen Werten. Weil es ein ganz Vollmondverhältnis wird, wird es sehr kräftig kommen. Bis zu dem 3. werden wir die Wirkung sehen, anschauen. Ab dem 3. März wird es viel, viel stärker gehen. Deswegen bitte aufpassen, was derjenige Ihnen sagt, was ihr davon versteht. Tut mir leid, habe ich das verstanden? Ich habe das verstanden. Hast du dich richtig ausgedrückt? Habe ich richtig verstanden oder habe ich dich falsch verstanden? Das bitte kontrollieren. Das müssen Sie tun, sonst wird es später zu spät. Oh, ich habe es total falsch verstanden, tut mir leid. Das werdet ihr sagen. Am 3. März ist der feste Zeitpunkt, Leute. Deswegen bitte Geduld haben, kontrollieren und anschauen. Ich bin der Ozan Kotbay. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.